Wir beginnen die neue Episode so, wie wir die letzte aufgehört haben, zu dritt im Auto. Wir sind hier gerade ganz kurz vor der Einreise nach Malaysia, aus Thailand raus. Wir haben dann jetzt noch 5 Tage, um gemeinsam den Norden des Landes zu erkunden, bevor wir dann in Kuala Lumpur ankommen, von wo Vatan dann nach Hause fliegt. Und dann fahren Tina und ich weiter. Und jetzt versuchen wir erstmal ins Land zu kommen. Die Einreise hat sehr unkompliziert geklappt. Hier seht ihr die Route, die wir dann abgefahren sind. Zuerst ging es auf die Insel Penang, dann zu den Teeplantagen in den Cameron Highlands, weiter in die Hauptstadt Kuala Lumpur und mit einem ganz kurzen Abstecher an die Westküste, letztlich an die Ostküste des Landes. So, wir sind jetzt in Penang. Hier haben wir gestern schon eine Nacht geschlafen und jetzt schauen wir uns hier in Georgetown als erstes den Kek Lok Si Tempel an. Einen der größten und bedeutendsten Tempel in ganz Malaysia. Und danach fahren wir noch ein bisschen über die Insel und gucken, ob wir einen schönen Strand finden. Seit 4 Tagen ist Chinese New Year und da in Penang die Einwohner zu 50% Chinesen sind, wird das hier sehr, sehr groß gefeiert und daher überall die entsprechende Dekoration.
Martina, wie ist deine neue Wohnung in Kuala Lumpur? Jetzt heißt es Abschied nehmen. Nach 12 gemeinsamen Tagen müssen wir Vater jetzt hier leider in Kuala Lumpur am Flughafen abgeben. Er fliegt nach Hause. Für uns geht es weiter. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, sehr intensive Zeit. Wir haben viel gesehen. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen runterkommen. Aber es war sehr, sehr cool und guten Flug. Danke, danke und euch tolle Fahrt weiter. Danke. Ja, Mann, Red. Ja, wieder Wraps. Nach wie viel? Kroatien? Schwein, Schwein, Schwein. Da, Schwein. So ein kleines Schwein.
Wir waren noch nie so lange an einem Ort. Wir sind jetzt schon seit 10 Tagen an diesem Strand in der Nähe von Penyabong, hier im Südosten Malaysias. Und auch die Nächte davor waren wir schon an einem Strand nur ein paar Kilometer von hier. Wir haben es also sehr ruhig angehen lassen, nachdem wir in den letzten Wochen fast 8000 Kilometer vom Süden Indiens bis nach Thailand gefahren sind, uns da dann mit meinem Vater getroffen haben, für 2 Wochen Sightseeing, mit ihm zusammen nach Malaysia gefahren sind, wollten wir es danach ein bisschen ruhiger angehen lassen und vor allem den Camper mal ein Zeitchen nicht bewegen. Genau, und das haben wir dann jetzt auch gemacht. Wir sind hier an der Ostküste. Hier ist es sehr viel ruhiger als an der Westküste. Zum einen, weil die Ostküste sehr viel dünner besiedelt ist, aber auch, weil hier gerade Monsunzeit ist. Und die meisten Hotels, Gasthäuser etc. haben geschlossen, also kommen hier nicht so viele Leute hin. Und ja, wir hatten natürlich ein paar Regentage, aber ja, wie man sieht, ist ja auch trotzdem sehr gutes Wetter die meiste Zeit. Ja, absolut. Und es hat den Vorteil, die Monsunzeit, dass die ganze Zeit ein Wind weht. Denn heiß ist es natürlich trotzdem, also es ist ganz gut, diese Abkühlung zu haben. Was nicht so cool ist, ist der Müll, der überall rumliegt. Das gehört leider so ein bisschen zu Südostasien dazu. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wo das ein bisschen anders aussehen wird wahrscheinlich, ist da, wo wir als nächstes hinfahren. Denn da wurde der Verkauf und der Import von Kaugummis beispielsweise schon 1992, glaube ich, verboten, um die Straßen sauberer zu halten. Die Rede ist von Singapur. Da fahren wir jetzt hin. Genau, beziehungsweise in die angrenzende Stadt Johor Bahru, glaube ich. Johor Bahru. Genau, weil wir leider mit dem Camper nicht nach Singapur reinkommen. Aber dafür haben wir uns für 2 Nächte ein Hostel gemietet. Und ja, da geht's jetzt hin. Los geht's. Das war unsere erste Zeit in Malaysia. Wenn euch das Video gefallen hat, folgt uns hier auf YouTube und über ein Like würden wir uns natürlich ebenfalls sehr freuen. In der nächsten Episode seht ihr, was wir in Singapur so erlebt haben. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.